Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde der benzinbetriebenen Unterhaltung. Jetzt hat es tatsächlich mal geklappt. Die 701, jetzt wird sie mal gefahren. Und ich habe keine Spiegel dran. I have no mirrors. Mirrors are gone. So, noch schnell die Hebelchen eingestellt. So, okay, gut. Follow me, please. Das ist interessant, die hört sich ein bisschen, die tickert mehr als meine. Also die Sitzbank ist mal überhaupt nicht vergleichbar mit einer Kaedo-Sitzbank. Das ist echt übel. Die ist super hart, aber breiter. Also ist nicht so spitz wie bei einer 690er. Und die hat auch leider nicht die schöne Sitzbank. Ist jetzt noch diese schwarze Sitzbank, mit denen die zuerst ausgeliefert wurden. Wahrscheinlich haben sie es nicht geschafft, die in entsprechender Stückzahl zu liefern bei Markteinführung. Ich weiß gar nicht, ob die eine Temperaturanzeige hat. Ich glaube nicht. Das ist schon mal nicht so gut. Also das Kombi-Instrument bei der KTM hat eine Temperaturanzeige. Kannst du dann sehen, die Kühlwassertemperatur. Und ab, weiß nicht, 5 oder 6 Balken kannst du dann Feuer geben. Ja, also von der Leistung her kein großer Unterschied bisher. Also irgendwas vibriert hier ein bisschen, das könnte die Maske sein. Machen wir hier Anlauftauglichkeitsprüfung. Ja, das ist die Maske. Naja, ein bisschen, kleines bisschen Klett, dann ist es weg. Also oben raus ist es besser, aber man muss dazu sagen, ich bin ja schon seit Ewigkeiten kein Standard-Mapping mit diesem originalen Luftfilterdeckel mehr gefahren. Der produziert eigentlich die Höchstleistung bei der KTM. Aber dafür hast du halt untenrum nichts. Also die geht untenrum im Vergleich zu meiner überhaupt nicht gut. Aber ich habe ja den Evo 1 Deckel drauf. Da musst du immer drehen, sonst passiert da nichts. Weil ich ständig gefragt werde, wie grüßt man sich denn in England? In England macht man das hier mit dem Kopf. Einfach nur kurz nicken, das war's. Da streckt man nicht die Hand raus, hier streckt keiner die Hand raus. Also vom ersten Eindruck her sehr ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Das werden wirklich nur Details sein. Der Kühler ist anders befestigt, jetzt sehe ich das endlich. Ich habe nämlich mal Aufnahmen gesehen vom Rahmen, so CAD-Shots, und da waren diese Halterungen hier unten und keiner hat gewusst, wofür das ist. Also eine ist für Kühler und dann ist noch eine frei, so wie das aussieht. Zumindest auf der linken Seite kann ich das sehen. Da könnten dann vielleicht die Zusatztanks dran. Aber noch gibt es ja noch keine genaueren Infos leider. Aber ich muss mal sagen, der Sound, selbst der Standard-Sound hier, der ist gar nicht so schlecht. Also angeblich haben sie die Straße jetzt hier neu gemacht, aber das werden wir gleich sehen. Oh, diese Maske, das ist so Wahnsinn. Ah ja, okay, haben sie es doch gemacht. Dann werden wir wahrscheinlich umdrehen. Oh, this is all gravel. I don't know for how long this goes on. Shall we carry on? Yeah, I don't really want to go on that. Okay. Oh Mist, jetzt bin ich durch irgendeinen so Fernapfel gefahren. Also dieser Kies da, der ist unglaublich nervig. Die schmeißen einfach nur ein bisschen Kies mit Binder auf die Straße und das nennt sich dann Straßenbauwesen, ja, also ich kann mal zeigen hier. Das ist alles so halb lose. Das ist keine Straße, ey. Ach ja, jetzt kann ich den ganz kurzen Walkaround mal machen. Also die Frontleuchte ist gar nicht so schlimm, wie ich mir es vorgestellt habe. Die ist eigentlich gar nicht so schlimm. In Sachen Verkleidung ist die Husqvarna hübscher. Ich sag mal so von der Technik her. Finde ich sie ganz hübsch. Also ich muss sagen, der Bereich hier vorne um den Kühler, den haben sie echt schöner gemacht. Da wackelt nämlich nichts. Bei der KTM ist das einfach lose. So, jetzt geht's weiter.
fühlt sich nicht so, leicht fühlt sich an wie meine, aber das kann auch an den Reifen liegen. Was hat denn die eigentlich drauf? Hat die Conti Attack SM drauf? Kannst nicht sehen. Erstmal stehen bleiben. Wie ist denn das eigentlich im Stehen? Ja. Ja, ähnlich wie bei meiner mit ohne Lenkererhöhung. Ein bisschen zu kurz. Sind meine anderen ein bisschen zu kurz. Did you see him? So, jetzt nochmal in voller Pracht. Das ist interessant, der Schalldämpfer wird mit der Zeit auch ein bisschen orange, wie bei der KTM. Also die Heckleuchte, ich weiß ja nicht, ne? Also im Fleisch gefällt die mir auch nicht, muss ich sagen. Die ist einfach nicht hübsch. Aber LED, glaube ich. Also die Kunststoffteile sind schon hübscher als bei der KTM. So allein von der Form her, muss ich mal sagen. Kannst du nochmal zeigen. Hier die Kühlerverkleidung, die ist wirklich hübsch gemacht. Da kann man echt nichts sagen. Ja, die Front, ja, geht. Also ich sag mal, die Front ist in Ordnung, aber die Heckleuchte, nee. Aber da gibt es ja auch welche, die das bei Instagram schon hübscher gemacht haben. Da gibt es immer Lösungen. Also mit der schwarzen Bank sieht sie leider nicht so hübsch aus. Ich glaube, mit der blau-neongelben Bank wäre das nochmal ein eindeutiges Stück hübscher. Und hier ist dann dieser Aufnahmepunkt, den ich gemeint habe. Der ist frei. Das sieht man hier, der ist komplett frei. Das heißt, da ist noch irgendwas vorgesehen. Und ich verwette meinen Arsch drauf, dass das die Tanks sind. Jetzt gucken wir mal drunter. Ich verwette meinen Arsch. Ne? Oh. Why is that loose? It shouldn't be loose. Den Lufttemperatursensor haben sie jetzt mal woanders hingelegt. Das ist besser, da kommt man besser dran. Ansonsten alles relativ gleich. Ah, okay, got it. And the mask is yeah, in certain RPM ranges it's just it's not nice. And I have a few chips in my paintwork now. Can see this? Ooh, yeah. It's not nice. It's not so nice. You have chips in your paintwork? Mhm. Many? 2. So, jetzt habe ich auch mal Zeit, den Lenkeinschlag zu testen. Und ich glaube, der ist um einiges besser. Ja, oh, der Lenkeinschlag ist viel besser. Viel, viel, viel besser. Das ist echt ein großer Unterschied. Ja, an dieser Stelle wäre jetzt normalerweise das Video gewesen, wo ich mein Fazit gezogen habe, aber ich habe es geschafft, die letzte Datei zu löschen. Ja, genial, ne? Also die Unterschiede zwischen der KTM 690 und der Husqvarna 701 sind echt minimal. Die Hauptunterschiede sind die Optik und das wird es dann wahrscheinlich auch ausmachen, für welches Motorrad man sich dann entscheidet. Also die Zusatztanks, die werden auf jeden Fall auch nochmal sehr interessant. Das wird wahrscheinlich für viele Leute auch ein Kaufargument sein, aber im Moment gibt es halt noch keine wirklich stichhaltigen Informationen dazu. Also muss man noch drauf warten. Vielen Dank an der Stelle übrigens an Husky Sport, wo ich mir das Motorrad für eine Stunde ausgeliehen habe. War sehr angenehm. Ja, hier sieht man nochmal beide Motorräder direkt nebeneinander. Also, ich habe es in dem Video so formuliert, also wenn man die beiden Motorräder mal vergleichen würde, als wären es Computer, dann wäre die Husqvarna eher der Apple, sage ich jetzt mal. Sieht hübscher aus, aber einige Details sind nicht so schön umgesetzt wie an der KTM, nicht so pragmatisch. Also ich war dann wieder ganz froh, als ich auf meine KTM gestiegen bin. Die hat auch eine Lenkererhöhung und eine Kahedo-Sitzbank. Das passt für mich einfach besser. Und mit dem Evo 1-Deckel und dem angepassten Mapping macht die auch bei niedrigen Drehzahlen wesentlich mehr Spaß als eine KTM 690 oder 701 im Standard-Trim. Also ich kann jedem nur ans Herz legen, mal selber eine Probefahrt zu machen, sich davon zu überzeugen, was einem besser gefällt und darauf basierend dann die Entscheidung zu treffen.
Also ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen, das Video, bei der Kaufentscheidung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Your indicator's on.